Los Angeles ist die größte Stadt in Kalifornien und nach New York die zweitgrößte Stadt in den Vereinigten Staaten. LA ist bekannt für seine vielfältige Bevölkerung, seine Unterhaltungsindustrie, kulturelle Attraktionen und sein mediterranes Klima. Einfach so ziellos drauf los ist nun so gar nicht unsere Sache und ganz ehrlich, in einer riesigen Stadt wie LA sollte man doch besser vorher schauen, was man wo sehen möchte. Für heute haben wir uns Downtown LA und Venice Beach vorgenommen. Also auf geht's nach Downtown LA, erst mit dem Bus, dann mit der Metro. Somit sind wir an unserem ersten Programmpunkt, der Union Station. Union Station ist der Hauptbahnhof von Los Angeles und dient als Drehscheibe für Amtrak, Metrolink und verschiedene Buslinien. Seattle, San Diego. Ja, du musst aber, ja, San Diego bist du schneller, klar. Nee. 1939 eröffnet, beeindruckt vor allem die große Halle mit ihrer hohen Decke, den beeindruckenden Kronleuchtern und den kunstvollen Fliesen. Dieser zentrale Bereich der Station dient nicht nur als Durchgangsort für Passagiere, sondern auch als Ort für Veranstaltungen und Versammlungen. Nachdem wir bereits in Chicago von der Union Station so wahnsinnig beeindruckt waren, müssen wir gestehen, die hier in LA kann da nicht mithalten. Schön, ja, aber nicht so beeindruckend, wie wir es erwartet hätten. Guck mal.
das Chinatown. Da geht's nach Chinatown. Ja. Viertelstunde. Das wollten wir uns angucken, oder nicht? Direkt weiter zur Elvira Street, fußläufig nur ein paar Minuten von der Union Station weg. Elvira Street hat eine lange Geschichte, die bis zur Gründung von Los Angeles im Jahr 1781 zurückreicht. Ursprünglich war es eine kurze Gasse namens Wine Street und wurde später zu Ehren von Augustine Elvira, einem bedeutenden öffentlichen Richter, umbenannt. Elvira Street gilt als die älteste Straße in LA und wird oft als Geburtsort von Los Angeles bezeichnet. Ein lebhafter mexikanischer Markt, der die Atmosphäre eines traditionellen mexikanischen Dorfes nachbildet, bunte Stände, Geschäfte und Straßenverkäufer, die eine Vielzahl von mexikanischem Kunsthandwerk, Souvenirs und traditionellen Waren verkaufen. Aber da wir früh dran sind, hat noch viel geschlossen. Dafür ist es nicht so überlaufen. Ach hey, das verläuft sich ja bloß da drin. Oh, okay. Oh, really? Ja. Und die Kirche, die da kommt. Ja. Por eso ya no me quiero soltar y me siento mal, ¿verdad? A ver, a ver. Ach, guck mal, was da unten steht. Da kannst du eine haben. Oh. Ach so. Namen drauf schreiben. Ja. Hätten wir bloß hier hochlaufen brauchen. Ja, habe ich ja gesagt, da geht's bei euch. Ja, der kriegt aber nicht so ganz drauf.
Los Angeles Downtown ist eigentlich eine lebhafte Gegend und bekannt für seine Skyline mit den vielen Hochhäusern. Da hast du. Ja. Downtown ist auch die Heimat von lebendigen, kulturellen Enklaven wie Chinatown und Little Tokyo, die jeweils ihre eigene, einzigartige Atmosphäre, Gastronomie und Einkaufserlebnisse bieten sollen. Also wieder ein kurzer Spaziergang und dann sind wir in Chinatown. Aha, also wir gehen noch ein Stück die Straße rauf in der Hoffnung, dass da noch was kommt. Vielleicht sind wir ja in der falschen Richtung unterwegs, aber ganz ehrlich, was sollen wir hier? Das angeblich pulsierende Viertel ist unterm Strich nichts weiter als eine normale Straße mit Geschäften, die man auch anderswo findet. Ich hätte eigentlich gedacht, Dass hier mehr ist. dass hier mehr ist, ne? Also abhaken und weiter. Besonders haben wir uns auf einen Besuch im Grand Central Market gefreut. Dieser historische Markt soll ein Paradies für Feinschmecker sein und eine vielfältige Auswahl an kulinarischen Angeboten und frischen Produkten bieten. Aber hier brechen wir unser Sightseeing in Downtown ab. Die Nähe zu Skid Row ist spürbar, wir fühlen uns zunehmend unwohler. Polizei. Wir lassen die noch geplanten Punkte auf unserer Liste sein und nehmen den Bus mit Ziel Venice Beach. Da wollten wir zwar erst in den nächsten Tagen hin, aber Pläne sind ja auch dazu da, umgeworfen zu werden, oder? Unterwegs haben wir noch Gelegenheit, ein wenig von Downtown zu sehen, quasi Sightseeing Light vom Bus aus. Soll ich mal 1,30 € nehmen? Besser, wenn es beleuchtet ist. Hat sie der eigentlich Ein? Eine Stunde später sind wir in einer anderen Welt. Venice Beach ist ein lebendiger Stadtteil von Los Angeles und weit mehr als nur ein Strandabschnitt. Aber bei unserem Sightseeing beschränken wir uns auf den Strand. Erstens ist uns jetzt mal nach Sonne, Sand und Pazifik. Zweitens wollen wir von hier nochmal zum Santa Monica Pier. Das ist abgebogen mit der Bus. Ja. Oder? Ja. Ach nee, wir sind ganz bis da. Da müssen wir mal.
Zum Mittagessen gibt es Burger und Pommes im Sidewalk Café und das ist wirklich zu empfehlen. Gute Preise, gutes Essen, für LA nicht ganz so selbstverständlich, vor allem wegen der Preise. Und wir hatten einen großartigen Kellner. Als er merkte, dass wir aus Deutschland sind, sprach er nur noch auf Deutsch mit uns. Glücklich, endlich mal wieder in der Heimatsprache seiner Mutter zu reden und das fließend. Hubschrauber. Tief. Bummeln und dann runter zum Wasser. Siesta am Pazifik, bewaffnet mit gekühlter Cola und Eis aus dem Supermarkt und einem neuen Badehandtuch. Hatten wir natürlich nicht dabei, der Plan für heute war ja mal ein anderer. Wie in der Wüste. Ach, guck mal, wie diese Stadt ist, ne? Santa Monica Beach, Pier siehst du von hier ganz schwach da. Ja, das Riesenrad siehst du doch. Der Strand ist der absolute Hammer. Goldener, feiner Sand, irre breit und lang. Der Pazifik war ganz schön kühl. Füße rein, aber mehr auch nicht. Also wir zumindest nicht. Entspannt und ausgeruht geht es weiter. Die Sonne strahlt, überall Musik. Auch wenn uns schon wieder dieser eklige Geruch nach Marihuana nervt, es gefällt uns hier. Wir sind ein wenig versöhnt mit LA, erstmal. Erst entlang der Geschäfte, etwas reizüberflutet, dann doch lieber direkt am Strand. So viele Menschen auf einmal sind wir irgendwie gar nicht mehr gewohnt. Unterwegs trinken wir den wohl teuersten Cappuccino unseres Lebens. $12 sind schon happig, aber typisch LA, also für einen Cappuccino wohlgemerkt. Aber mit der Aussicht auf den Pazifik und in diese Atmosphäre, egal. Und geschmeckt hat er auch noch verdammt gut.
Ratschläge. Nach gut 4 Kilometer immer geradeaus sind wir fast am Ziel. Das Santa Monica Pier ist in Sicht. Die Strecke kam uns gar nicht so lang vor. Wir waren richtig erschrocken, als wir auf die Smartwatch geschaut haben. Und auf dem Pier ist richtig was los. Gestern Abend waren wir zwar schon mal hier, aber da hatten wir anderes im Sinn. Schließlich endete ja hier unser Roadtrip. Erbaut im Jahr 1909 ist der Santa Monica Pier ein beliebtes Ziel für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Der Vergnügungspark auf dem Pier bietet eine nostalgische Atmosphäre mit traditionellen Jahrmarktattraktionen, darunter Achterbahnen, Karussells und Spielen. Das Riesenrad ist nicht nur ein Wahrzeichen, sondern auch ein Symbol für die Küstenlandschaft von Südkalifornien. Bei einer Fahrt hat man schon tolle Aussichten, auch wenn die Fahrt nach 3 oder 4 Runden schnell vorbei ist. Für jemanden mit Höhenangst ist das aber ausreichend, glaubt mir. Die Gondeln sind natürlich offen und somit normalerweise nichts für mich. Alles gut, Schatz. Ehrlich gesagt habe ich die Fotos blind in die Gegend geschossen und die Aussicht erst beim Bearbeiten des Videos wirklich wahrgenommen. Aber ich habe es überlebt. Ja. Ja, das ist jetzt nicht so mega. Dreimal fertig, ne? Ich glaube, ja. Okay. Ich hab mitgezählt, das war schon 3-mal. Was du oben machst, Schatz. Wenn du oben bist. Ja, wenn wir jetzt raus müssen, ist gut. That's right, New York's in the house, watch your wallets, huh? Who's the last to give? What is that? Thank you, Seattle. How did you feel this song? Feels good, right? Nur von Geburt drin, ne?
Weiter geht's dann nicht mehr im Pazifik. Welcome. Hey. Guck nochmal. Comme quoi, hein. Ouais, t'avais dessiné oui. So, dann wollen wir morgen gucken, dass wir einen Bus kriegen. Ich weiß, ein 720er fährt da hinten vorbei. Ja. Der Bummel über den Pier war wunderschön. Souvenirstände, Geschäfte, Restaurants und Essstände. Und vor allem eines, eine tolle Atmosphäre. Trotz all dem Gewusel war es am Ende doch noch ein richtig entspannter Urlaubstag. Das Gewühl hinter uns an. So, es verläuft sich dann, ne? Vom Pier runter und in den Bus, ein kurzer Fußweg durch die schönen Seitenstraßen und wir bewundern nochmal diese beeindruckenden Bäume, die hier überall zu finden sind. Palmen kennt man ja, aber die hier, die haben es uns echt angetan. Nee. Wir meinen, es wäre die großblättrige Feige, wenn man Google trauen kann, aber wir sind weder Kenner und vor allen Dingen keine Experten. Schreibt also gern in die Kommentare, wenn wir uns da irren und klärt uns auf. Texas. Ich meine, da ist doch das schon. Da oben, da ist es doch schon. Ruhige und vor allem schöne Wohnviertel und um die Ecke direkt wieder Großstadt. Also man kann ja über LA einiges sagen, aber langweilig wird es hier tatsächlich nicht. Und dann rechts. Da ist das kleine Café, wo der sagte da. Und da ist Ralf. Ja. Einmal im Kreis gefahren. Und gelaufen. Und das war der erste Tag in LA. Auf dem Weg zum Hotel sind wir schon wieder in einer anderen Welt. Downtown. Aber der ist not in service. Ja, kann auch nicht 2 Meter hoch sein.
Ein Besuch in Los Angeles ist komplett ohne einen Besuch in Hollywood. Das Hollywood Sign werden wir morgen noch nicht sehen, aber so einiges andere. Und es gibt Frühstück bei Tiffany's. Zumindest unsere und vor allem bezahlbare Variante für Otto-Normalverbraucher. Aber dazu mehr in Episode 30. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpasst keinen Tag von der Reise unseres Lebens, Route 66, The Trip of a Lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen da. See you next week!